Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Vinter Kangaroo Luxe. Und es bringt das Konzept eines Dreirads mit Drehschemellenkung auf ein ganz neues Level. Und in diesem Video wollen wir mal sehen, wie es das schafft. Vinter ist ein dänisches Familienunternehmen mit einer 90 Jahre langen Tradition. Schon 1932 hat der Schmied Anders Vinter damit begonnen, Schlitten und Dreiräder zu bauen. Und diese Tradition hat sich bis heute fortgesetzt, denn heute besteht das Portfolio von Vinter so aus kleinen Dreirädern für Kinder, aus Fahrradanhängern und dreirädrigen Lastenrädern für den Transport von Waren und von Familien. Und im Bereich der Family Bikes gibt es drei verschiedene Modelle. Einmal das Cargo, dann das Kangaroo Light und dieses hier, das Topmodell, das Kangaroo Luxe. In diesem Video werden wir uns das Vinter Kangaroo Luxe einmal ganz genau ansehen. Zuerst gibt es die Daten und Fakten, dann zeige ich euch eine ganze Menge Details und Features, da gibt es wirklich viele. Dann werden wir das Rad einmal fahren und dann am Ende gibt es die Preise und ein erstes Fazit. Denn das wird nicht das einzige Video zu diesem Fahrrad sein. Ich werde nämlich das Rad am Ende der Testphase einmal bewerten, und zwar anhand der Radelbande Bewertungsmatrix. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall einmal diesen Kanal. Und allgemein, dieses Video wird auch durch Werbung finanziert. Also wenn ihr eine Werbungunterbrechung seht, dann nutzt doch kurz die Zeit und drückt den Daumen nach oben und schreibt einen kurzen Kommentar, weil das hilft diesem Video, dass es von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Vielen Dank. Und jetzt beginnen wir mal mit den Daten und Fakten. Das Vinter Kangaroo Luxe ist ein Dreirad mit einer Drehschemellenkung. Das heißt, die komplette Box und dessen Inhalt dreht sich um einen Punkt in der Mitte, wenn man lenkt. Vorne sind zwei Räder verbaut mit 20 Zoll und hinten ein 26 Zoll Rad. Die sind jeweils mit Schwalbe Marathon Reifen bereift. Das Rad darf maximal etwa 250 Kilogramm wiegen, hat 100 Kilogramm Zuladung in der Box und die Person auf dem Sattel darf 100 Kilogramm wiegen. Das Vinter Kangaroo Luxe ist 90 cm breit und hat eine Länge von 2,18 Meter. Der Rahmen besteht aus Aluminium und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Beim Antrieb gibt es verschiedene Optionen. Entweder kein Motor, ein Promowec Hecknabenmotor oder ein Shimano 6100 Cargo Motor, wie in dieser Version. Hier ist der Antrieb über eine Kette mit einer Shimano Nexus 5E Di2 Schaltungsnabe gekoppelt. Ein 504 Wattstunden Akku versorgt das Rad mit Strom und als Bedieneinheit kommt das 6100er Display von Shimano zum Einsatz. Die Bremsen sind hydraulische Scheibenbremsen namens Bengal Ares 7 mit 160 mm Scheiben vorne und einer 160 mm Scheibe hinten. Die Beleuchtung vorne und hinten kommt dann von AXA. Machen wir jetzt mal weiter mit der Sitzgeometrie des Vinter Kangaroo Luxe. Die höchste Sattelhöhe, wie hier eingestellt, ist 80 cm und die niedrigste Sitzhöhe mit diesem Schnellspanner und natürlich der Federsattelstütze sind hier 65 cm. Vom Boden bis hier zum Einstieg sind etwa 30 bis 35 cm zu überwinden, je nachdem, wo man halt einsteigt, hier vorne oder weiter hier hinten. Wenn man hier jetzt den Sattel mal wieder auf die höchste Stufe stellt, weil ich das so brauche, machen wir den mal fest. Dann kann man natürlich sehr einfach hier aufsteigen und durch diese Dreiradbauform kann man auch einfach auf dem Rad sitzen bleiben, ohne dass man umfällt. Hier jetzt, für mich könnt ihr sehen, ich sitze ein bisschen zu niedrig, also ich müsste den Sattel noch mal gute 5 cm höher stellen, damit ich da bequem und gemütlich drauf sitzen kann, aber hier für diesen Test sollte es einmal reichen. Wenn ich jetzt hier sitze, dann muss ich relativ weit nach unten greifen, sitze aber insgesamt sehr aufrecht. Und das Schöne hier an diesem Lenker ist, dass ich verschiedene Positionen habe, wo ich greifen kann. Das wird nachher nochmal im Fahreindruck wichtig sein. So, und auch beim Absteigen ist das sehr einfach. Das Rad steht sicher und kann dann einfach weiter bewegt werden. Machen wir jetzt mal weiter mit den Details und Features und wir beginnen mit dem Fahrwerk, denn das ist außergewöhnlich komplex für ein Dreirad mit einer Drehschemellenkung. Denn auf der einen Seite sieht man hier, dass hier kein Rahmenteil vorne rumgeht, sondern dass die Räder einseitig aufgehängt sind. Das hat folgenden Vorteil: Man kann die Spur verbreitern. Die Spur, also die
Der Abstand zwischen den beiden Vorderrädern liegt bei 86 cm und ist damit nur wenig schmaler als die Gesamtbreite des Fahrrads. Das sollte natürlich beim Fahrverhalten nochmal sich positiv auswirken. Dann sind hier auch solche schönen Details dran, wie diese Narbenkappe mit dem kleinen Känguru. Aber das Besondere hier ist dann auch noch, wir sehen auf der einen Seite diesen dicken Rahmen, der hier unten entlang führt und der diese gesamte Box dann trägt. Aber hier hinter ist auch noch eine Federung. Hier ist eine Schwinge, die Vorderräder sind beide links und rechts unabhängig voneinander federnd gelagert, was natürlich dann dem Fahrverhalten auch zuträglich sein sollte. Des Weiteren ist hier auch ein Lenkungsdämpfer verbaut, der natürlich die Lenkung dämpft, sodass das Fahrrad nicht allzu stark hin und her wackelt und sodass man eine gute und zuverlässige Lenkung hat. Was dann natürlich auch standardmäßig im Bereich der Dreiräder mit Drehschemelenkung vorhanden ist, ist die Neigung nach links und rechts von dem hinteren Rahmenteil, damit man sich so etwas besser in die Kurve neigen kann. Ein weiteres Detail, was auffällt, sind natürlich diese Kotflügel und das integrierte Design. Hier sind keine außen aufgesetzten Schutzbleche dran, sondern das Vorderrad oder die Vorderräder, muss man ja sagen, federn hier in diesen Kotflügel rein und die sind dann auch so gestaltet, dass die Kinder von hier oben nicht in die Räder greifen können. Die kommen gar nicht so weit runter, um hier reingreifen zu können, was natürlich auch der Sicherheit zuträglich ist, in diesem Falle der Finger der Kinder. Ein weiteres Detail, das beim Vinter Kangaroo Luxe auffällt, ist dieser Loop-Lenker. Der geht einmal oben drumherum und der sorgt natürlich auf der einen Seite nicht nur dafür, dass man verschiedene Griffpositionen während der Fahrt hat, sondern auch, wenn man lenkt, dann kann es mal sein, dass der Lenker bei engeren Kurven sehr weit weg ist. Da muss man sehr weit nach außen greifen. Und damit man trotzdem immer möglichst beide Hände am Lenker halten kann, kann man eben auch die Position hier oben nutzen, um auch bei engeren Kurven eine sichere Fahrt mit beiden Händen am Lenker zu ermöglichen. Aber am außergewöhnlichsten am Vinter Kangaroo Luxe ist wahrscheinlich diese Kabine. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Zuallererst, als meine Kinder das Rad zum allerersten Mal sahen, sagten sie: Papa, das sieht ja so aus wie ein Auto. Und das finde ich auch, das sieht echt witzig aus. Wir haben hier auf der einen Seite diese Reflektoren, dann die Scheinwerfer hier vorne, die ganz stark nach Auto aussehen, mit so wie so ein Déjà-vu zum Beispiel, ne? So eine Ente. Und dann diese große Kabine mit viel Licht hier vorne und dann auch diesem Cover mit dem großen Kangaroo-Logo vorne drauf. Also das sieht, finde ich, echt schick und außergewöhnlich aus. Aber wir gehen jetzt mal in die Details, denn da gibt es einige. Zuerst einmal ist wichtig zu wissen, dass dieses Verdeck hier, das große Regenverdeck, immer mit dabei ist. Und es gibt dann noch so weiteres Zubehör, mit dem man die Box dann noch weiter ausstaffieren kann. So kleine Taschen und auch so ein Sonnenverdeck, das man hier reinknüpfen kann, sodass die Kinder im Sommer etwas besser vor der Sonne geschützt sind. Wenn man hier einsteigen möchte, dann kann man hier die Box öffnen mit so 3 kleinen Schnapppunkten. Und dann kann man das nach hinten schmeißen und sieht, dass man hier wirklich einen riesigen Einstieg hat. Die Box ist auf der Innenseite etwa 70 cm breit und 90 cm lang, also viel Platz, hat aber auch eine Stufe. Also hier erstmal der niedrige Einstieg. Hier können auch, also meine 2-jährige Tochter hat zum Beispiel überhaupt kein Problem hier einzusteigen. Und damit eben das Rad beim Beladen nicht nach vorne kippt, sollten die Kinder etwas schwerer sein, kann man hier vorne so einen Ständer ausklappen. Damit steht das Rad dann sicher, die Kinder können hier einsteigen und das Fahrrad droht nicht nach vorne zu kippen. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass hier vorne relativ viel Platz ist vor den Vorderrädern. Und wenn dann hier vorne 2 Kinder stehen, dann könnte das Rad hinten schon relativ leicht werden. Wenn wir dann mal hier genau reingucken, dann sehen wir hier 2 gut ausstaffierte Sitze. Die sind so auf einem Metallrahmen mit Netzstoff, sodass die Kinder auf der einen Seite so ein bisschen weiteren Federungskomfort haben. Auf der anderen Seite sind die Sitze gut belüftet. Und auch wenn mal hier Wasser reinkommen sollte oder irgendwas auskippen sollte, dann saugen die sich halt nicht mit Wasser voll, sondern das Ganze fließt dann runter und dann durch diese Abflussöffnung raus aus dem Rad. Das finde ich auch eine sehr gute Idee, denn gerade bei kleinen Kindern passiert ja schon das eine oder andere Malheur mal. Dann sind diese Sitze in ihrer Neigung verstellbar. Also ich mache das hier mir jetzt mal auf die Schnelle. Da kann man dann hier
diese Rückenlehne in eine richtige Liegeposition verstellen. Und was jetzt auch auffällt, diese Sitze sind ja in einer unterschiedlichen Position. Der ist deutlich weiter vorne als der hier. Das ist natürlich für die Fahrt, wenn sich die Kinder nicht so grün sind, kann man sie etwas voneinander trennen, dass sie nicht Schulter an Schulter sitzen, sondern etwas mehr Schulterfreiheit und Beinfreiheit haben. Und hier vorne haben die Kinder sowieso sehr viel Beinfreiheit, da kann man auch die Taschen und Rucksäcke etc. reintun. Aber man kann diese Sitze eben auch einzeln verschieben. Und die werden dann am Ende mit 2 Schnellspannern, einer vorne und einer hinten, dann wieder arretiert. Und so lassen sie sich auch sehr leicht rausnehmen. Damit die Kinder dann hier auch sitzen bleiben, sind hier bei beiden Sitzen 5-Punkt-Gurte verbaut mit so einem Schnappmechanismus und hier noch weiteren Polstern. Das sieht, finde ich, sehr gemütlich aus. Die Sitze sind wirklich gut gemacht. Und wenn man die dann wieder feststellen möchte, dann nimmt man hier diese Gurte und lässt die einschnappen. Und schon sitzen die Kinder hier auch sicher drin. Damit sie auch etwas mehr Luft bekommen, kann man natürlich mit offenem Verdeck fahren, aber man kann auch hier die Seitenscheiben, wie ich das eben gezeigt habe, ganz weit öffnen. Und dann haben die Kinder so richtig guten Ausblick und kriegen richtig viel Luft und das macht ihnen aus eigener Erfahrung richtig viel Spaß. Der Abstand von der Sitzfläche bis hier zum Dach sind 77 cm, also auch richtig viel Platz, damit auch größere Kinder hier ganz einfach drin sitzen können. Und auch von der Breite her mit den 70 cm ist das auch für größere Kinder sehr gut geeignet. Ja, und wenn man zum Beispiel einen Hund transportieren möchte oder mit einem riesigen Wocheneinkauf unterwegs ist, dann kann man hier einfach diese Gurte lösen, löst die Schnellspanner und dann kann man den Sitz, war dann aus dem Seitengriff doch etwas schwieriger. Aber dann kann man den Sitz ganz einfach rausnehmen. Und wenn man nur ein Kind zu transportieren hat, das dann auch eventuell etwas größer ist, dann kann man diese Sitze auch in die mittlere Position setzen, dann halt jeweils nur ein. Aber das Coole ist auch, es gibt auch eine Möglichkeit, eine Version von dem Winter Kangaroo mit 4 Einzelsitzen, dass dann eben 4 Kinder in dieser großen Box sitzen können. Gerade zum Beispiel für Kitas ganz interessant. Und das erleichtert natürlich auch die Reinigung der Box, weil die ist jetzt schon dreckig. Sitz 1. So, und wenn die Kinder eingestiegen sind, dann kann man hier das dann schließen. Zack. Zack. Natürlich muss man das dann noch richtig machen, ne? Hier auch noch interessant, das ist relativ dick. Und das ist eine richtig gute geschlossene Kabine. Aber wenn ihr jetzt gedacht habt, das war's mit der Box, dann irrt ihr, denn der Spaß geht hier hinten weiter. Hier ist nämlich erstmal so eine kleine Netztasche. Das finde ich sehr praktisch, um kleinere Gegenstände reinzutun. Das Schloss zum Beispiel oder den Autoschlüssel, den Fahrradschlüssel oder den Haustürschlüssel, so meine ich das. Oder das Handy oder was auch immer man auch mal schnell greifen muss, wenn man hier hinten auf dem Sattel sitzt. Aber dann ist hier auch noch ein Reißverschluss. Und der ermöglicht den Zugang zu der Hinterseite der Sitze. Auf der einen Seite kann man dadurch natürlich gut zugreifen, kann die Sitze ein- und ausbauen, relativ einfach, ohne dass man sich verrenken muss. Aber hier ist auch noch ein riesiger Kofferraum. Das heißt, man kann, wenn man die beiden Sitze nach vorne stellt, hier auch noch richtig große Einkaufstaschen reinstellen oder die Rucksäcke der Kinder. Ich hatte auch mein ganzes Filmequipment jetzt hier hinter den Sitzen verstaut und kann damit dann ganz einfach unterwegs sein und natürlich dann auch den Schwerpunkt noch mal etwas weiter nach hinten setzen. Und die Kinder haben trotzdem noch ganz viel Fußraum und ganz viele Möglichkeiten, um ihre eigenen Taschen und ihren eigenen Kram vorne noch mal hinzustellen. Also das ist eine wirklich coole Idee und hier ist auch richtig viel Platz. Hier ist ähnlich viel Platz wie zum Beispiel in vielen Fahrradanhängern noch mal hinten hinter den Sitzen ist. Und man kommt wirklich relativ einfach dran, weil es hier eine relativ große Öffnung ist. Also das finde ich ist ein sehr, sehr cooles Detail. Und diese Tasche, das ist noch so ein bisschen unterfüttert, also die ist auch stabil. Wenn hier mal so Sachen drin sind, dann stechen die nicht so nach hinten raus, sondern hier ist noch so eine Polsterung drin, sodass die Dinge, die hier hinten verstaut sind, dann auch wirklich hier hinten bleiben. Noch dazu sind hier noch weitere Reflektoren verbaut, was ich sehr cool finde, um anzuzeigen, dass es sich nicht um ein schmales Fahrrad handelt, sondern es ist ja relativ breit und das kann man von hinten auch gerne sehen. Und dann gibt es hier oben noch ein weiteres Fenster. Von hier kann man ganz einfach die Kinder sehen, aber dieses Fenster lässt sich ebenfalls öffnen, sodass man dann eben auch
einfach mit den Kindern kommunizieren kann. Man kann sie mal über den Kopf streicheln, wenn irgendwas sein sollte. Ne? Dann kommt man wirklich gut an die Kinder ran. Also ihr seht, ich bin echt begeistert von dieser Box. Da sind so viele coole Ideen und so viele Details drin. Das finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt, wo wir hier oben sind, können wir noch mal ganz schnell auf die Bedienung eingehen. Hier haben wir halt das Shimano Steps System mit der Di2-Narbe, also mit der elektronischen Narbe. Hier können wir die Unterstützungsstufen durchschalten. Es gibt DERA 3, High, Norm und Eco. Und dann können wir das System natürlich auch noch ausschalten. Hier werden dann alle relevanten Fahrdaten angezeigt und man kann hier dann auch noch durch so ein paar Details durchschalten. Auf der rechten Seite befindet sich dann ebenfalls ein Schalter, der genau gleich aussieht. Können wir auf der einen Seite die Gänge durchschalten und auch von dem Automatikmodus in einen manuellen Modus durchschalten. Also im automatischen Modus, da schaltet das Ganze natürlich automatisch. Im manuellen Modus muss man hier selber nach oben und unten drücken, um die Gänge durchzuschalten. Aber auch das gelingt schnell und zuverlässig. Also hier keine mechanischen Verbindungen zur Schaltung, sondern alles elektronisch. Und auch die Bremse wird natürlich nicht mit einem Bowdenzug, sondern hydraulisch angesteuert. Und ein weiteres Detail hier oben: This parking brake must only be used for a shorter period of time. Hier ist eine Feststellbremse. Also wenn man das Rad belädt oder die Kinder einsteigen oder man kurzfristig mal irgendwo stehen muss, dann kann man hier eine Feststellbremse aktivieren und dann bleibt das Rad zuverlässig stehen. Aber dadurch, dass es sich hier um ein hydraulisches System handelt und das sehr viel Belastung auf diese Hydraulikleitungen bringen würde, soll man das nur kurz verwenden, wenn es halt tatsächlich notwendig ist. Aber das funktioniert echt zuverlässig und einfach. Jetzt haben wir die ganzen Details und Features vom Vinter Kangaroo Luxe besprochen. Wir wissen, wie es aussieht, wir wissen, was es alles kann. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es fährt. Und hier drin ist jetzt alle mögliche Kram. Und meine beiden Mitarbeiter hier in einer Eurobox. Und ihr könnt sehen, die Eurobox passt hier richtig gut rein. Die hat richtig viel Platz nach links und rechts. Und die beiden Säcke sitzen da auch ganz gemütlich drin. Und hier vorne habe ich dann die beiden eigentlichen Sitze so reingeklappt. Man kann die halt auch relativ einfach dann verstauen, wenn man den Platz hier hinten mal braucht. Das finde ich ziemlich cool. Wir gehen in den High-Modus, natürlich in die größte Unterstützungsstufe und legen mal los. Und dann haben wir wahrscheinlich auch gleich schon die erste scharfe Kurve. Das gelingt doch bislang immer ganz gut. Also bei Kopfsteinpflaster merkt man natürlich schon, dass die Box da ganz schön rumpelt, das was da drin ist, aber man merkt auch, dass die Federung ganz gut arbeitet. Wenn sie nicht arbeiten würde, dann wäre das Geräusch da drin noch sehr viel lauter. Der ist ein bisschen bergauf, man merkt, der Motor, der hat eine ganz gute Kraft. Er braucht so mal seine Trittfrequenz, um richtig gut zu unterstützen. Wie jetzt hier nach außen abfallenden Kurve. Das geht schon mal erstaunlich gut. Die Nexus 5e, das ist ja so eine elektronische Schaltung. Wenn man da zu viel Kraft aufs Pedal gibt, während man schaltet, dann schaltet sie einfach nicht. Und ja, jetzt können wir einmal hier sehen, wie einfach sich das Rad wenden lässt. Bei 25 km/h schaltet der Motor natürlich ab, da unterstützt er nicht mehr. Aber auch hier bei 30 km/h ist die Fahrt sehr ruhig. 31, kein Gewackel, also der Lenkungsdämpfer macht eine gute Arbeit. Hier ist relativ wenig Platz und hier merkt man auch, dass das Rad mit seinen 90 cm relativ breit ist, aber dafür kommt man hier doch ganz gut durch. Was man allerdings auch beim Fahren immer sofort merkt, der Oberkörper muss ganz anders arbeiten als bei einem normalen Fahrrad oder als bei einem Long John. Man muss die Rumpfmuskulatur doch gut stärken, damit man hier so einigermaßen flott durch die Gegend fahren kann. Und jetzt eben gerade ist das linke Rad ein bisschen gelupft. Aber ich finde, das Rad lässt sich im Grenzbereich sehr gut kontrollieren. Also es kündigt den Grenzbereich relativ lange an. Und selbst wenn es dann ein Rad lupft, dann ist nicht sofort alles verloren,
sondern man kann es durch minimale Lenkkorrekturen wieder in den Griff bekommen. Die Bandbreite ist mehr so auf Langsamtreter ausgelegt, wie ich das schon häufiger bei der Nexus 5e festgestellt habe. Bei 25 km/h bin ich am liebsten im dritten Gang, also den vierten und fünften. Den fünften brauche ich gar nicht, den vierten nur dann, wenn ich etwas gemütlicher fahren möchte. Also die Beschleunigung, die ist echt amtlich. Der Motor in der höchsten Stufe hat eine echt gute Beschleunigung. Der Lenkungsdämpfer arbeitet auch sehr gut. Es kommt nicht zu unangenehmen Situationen, wenn irgendwie so eine Unebenheit auf der Straße ist. Hier die zweite Griffposition, das ist natürlich ganz angenehm, wenn man so ein bisschen den Rücken entlasten möchte, ein bisschen die Arme entlasten, die Hände. Dann kann man hier verschiedene Griffpositionen nehmen und das ist natürlich auch beim Rangieren dann angenehm, dass man immer eigentlich zugreifen kann, egal wo man sich gerade am Lenker befindet. Also auch hier Offroad und auch wenn man schneller fährt, also ich bin jetzt mit 25 km/h unterwegs, ist das Ganze echt gut handelbar. Die Marathon Plus Reifen, die sind auch gut. In Kurven kann man nicht so schnell fahren wie mit einem Long John, aber auch bei diesen Kurven würde ich mit einem Long John oder auch einem Dreirad mit Neigetechnologie natürlich langsamer werden. So, wir bremsen gleich mal aus 25 km/h da am Heck des Skoda Octavia. Hui! Das ist wenig. Also wir haben hier mit der Schnauze hier gestartet, bremsen dann hier und das Ganze ist jetzt 2,50 Meter aus 25 km/h. Das Rad ist 2,18 Meter lang. Ich bin mit dem Heck etwas hier hinter der Seite des Autos. Also eine gute Bremse. Die Bremse fühlt sich auch steif an. Sie hat ein gutes Gefühl, ein gutes Feedback. Also ein Kannstein überwinden. Der hier ist relativ flach. Hier kommt man relativ einfach hoch, kann die Kraft des Motors nutzen. Solche hohen Kannsteine, so wie dieser hier, den würde ich allerdings nicht hochfahren. Es ist irgendwie sicherlich auch möglich mit Schwung, aber dann leidet natürlich das Fahrwerk darunter. Also wenn man mit so einem Dreirad mit Drehschemelenkung unterwegs ist, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie ist der Weg beschaffen, wo kann ich langfahren, wo kann ich besser nicht langfahren. Auf solchen glatten Strecken ist das kein Problem, da kann man mal den Kopf ausschalten, kann man auch mal die Hände vom Lenker nehmen, für einen kurzen Moment zumindest. Aber wenn man dann doch ein bisschen rumpeliges Geläuf hat, dann sollte man schon sich so ein bisschen zurücknehmen in der Geschwindigkeit manchmal. Muss ein bisschen den Weg checken und vielleicht auch nicht jede Unebenheit mitnehmen. Also das Witzige ist, man muss sich halt genauso in die Kurve lehnen, wie das bei einem Long John auch der Fall ist. Nur dass die Arme eben in die andere Richtung arbeiten. Dadurch neigt man dazu, mit den Armen mitzugehen, aber dann dann fällt das Rad natürlich aus der Kurve heraus. Aber wenn der Oberkörper genau das Gegenteil dessen macht, was die Arme machen, und wenn man sich das einprägt, dann hat man eine echt gute Zeit mit dem Rad. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationstilman und den Preisen. Das Winter Kangoo Luxe gibt es ab einem Preis von 4.616 € und dann ohne Motor. Mit einem Promoweg Hecknabenmotor kommt das Rad auf einen Preis von 6.159 € und in dieser Version hier mit Shimano Steps Motor ab einem Preis von 7.106 €, dann aber nicht mit der Nexus 5 Di2, sondern mit der Shimano Alfina 8-Gang. Hier in dieser Version mit der Nexus 5e, mit den beiden Sitzen und den 5-Punkt-Gurten kostet das Rad 7.666 €. Das Winter Kangoo Luxe überrascht. Und zwar nicht erst, seit ich das jetzt hier im Test hatte, sondern auch schon 2021 konnte ich es ja auf der Eurobike einmal kurz euch zeigen und einmal kurz fahren. Und da fand ich das schon sehr, sehr spannend. Und Winter legt hier den kompletten, ich sag mal, Mief der Einfachheit, die solche Dreiräder normalerweise haben, ab und haben alles nochmal komplett verändert. Also mit dem breiteren Fahrwerk, mit dieser Federung und auch gerade dieser Box, die einfach wahnsinnig viele Verstaumöglichkeiten und wahnsinnig viele Details bietet, bin ich schon
echt angetan von diesem Bike. Aber ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten Wochen damit erleben werden, wie es sich im Alltag beim Einkaufen etc. schlägt. Und Lea wird es natürlich auch das ein oder andere Mal fahren. Wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zum Winter Kangaroo Luxe habt, dann schreibt sie doch mal unten in die Kommentare. Sagt uns auch mal, was wir mit dem Rad so erleben sollen, sodass wir ein möglichst umfassendes Bild, einen umfassenden Eindruck von diesem Rad bekommen können. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Und tschüss, bis dann.